Dieses Composable sieht doch eigentlich ganz gut aus. Funktioniert, sieht schön aus, aber trotzdem ist es in größeren Apps ein echtes Problem, weil es nicht wiederverwendbar ist. Ich zeige dir in diesem Video, wie du aus diesem schlechten Composable ein richtig gutes machen kannst. Flexibel, testbar und perfekt für große Projekte. Schauen wir uns das Composable doch mal etwas genauer an. Unser Composable hat einen Eingabeparameter, ein Label, das zur Anzeige gebracht werden soll. Es ist selektierbar, der Ein- und Ausgeschaltete Zustand wird durch unterschiedliche Farbgebung im Hintergrund dargestellt. In der Preview nutzen wir das Composable und geben ihm unterschiedliche Texte, die wir bitte nebeneinander anzeigen wollen. Soweit so gut. Das Composable tut, was es tun soll. Es macht nicht zu viel. Aber warum ist es denn nicht wiederverwendbar? Das erste, was einem auffällt, es gibt ja gar keinen Abstand zwischen diesen einzelnen Tags. Wie kann ich das denn überhaupt lösen? Um meinen Tags einen Abstand geben zu wollen, möchte ich zum Beispiel einen Modifier mit Padding setzen. Problem? Mein Composable akzeptiert gar keinen Modifier. Das heißt, ich kann mein Element gar nicht individuell im Layout ausrichten. Mein Composable kann ich zwar zur Anzeige wiederverwenden, aber nicht in unterschiedlichen Layouts. Das beschränkt mich massiv innerhalb von meiner App. Ich habe hier auch Testcases definiert. Die Tests für mein Composable werden alle immer fehlschlagen. In einer größeren Applikation ist es so total unbrauchbar. Dieses Problem können wir einfach lösen. Wir geben unserem Composable einfach einen Modifier-Parameter und nun kann ich, wenn ich das Composable verwende, ihm immer einen Modifier mitgeben mit einem Padding. Sieht das schon gleich viel ansprechender aus. Funktionieren tut auch weiterhin noch alles. Wir haben nichts an der Logik angepasst. Wir können das Element von außen platzieren. Als Bonus können wir es nun auch endlich testen. Ich kann nun in meinen Tests jeden meiner Composable diesen Test-Tag verpassen. Wenn ich nun meine Tests ausführe, erhalte ich nun endlich grüne Tests. Moment, 2 Tests sind noch rot. Wie kann das sein? Mein Testcase beschreibt, ich möchte mein Element initial selektieren können. Und wenn wir uns unser Composable so ansehen, der State liegt im Composable. Ich habe keine Chance, an diesen State ranzukommen. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich kann auch nicht darauf reagieren, wenn jemand draufklickt. Typischer Use Case, eine Ansicht, die ich filtern möchte, sobald jemand einen von diesen Tags drückt. Kann ich nicht machen, keine Chance. Um diese Anforderungen erfüllen zu können, müssen wir State Hosting betreiben. Im letzten Video haben wir uns schon darüber unterhalten, warum State Hosting so wichtig ist und warum man dadurch immer nur gewinnt. Das Composable haben wir jetzt hier schon mal umgebaut. Unser Composable selbst hält keinen State mehr. Es ist zu einer Stateless Component geworden. Anstelle dessen habe ich nun 2 Parameter. Einen Selected Zustand, der mir von außen reingegeben wird, und einen Click Listener, wann immer der Benutzer unseren Tag selektiert hat. Diesen State und den Click Listener reichen wir einfach durch an unseren Selectable Modifier. An dem Rest hat sich nichts verändert. Wir haben immer noch unterschiedliche Farben für den Selektiert und nicht selektiert Zustand. In der Anwendung haben wir unserem Fancy Tag nun ein paar mehr Parameter übergeben. Wir bekommen zum Beispiel eine Selektierung vorgegeben. Und wenn immer jemand auf das Tag klickt, toggeln wir die Selektierung. Kein Hexenwerk. Was wir dadurch jetzt gewonnen haben, sehen wir bereits hier in der Vorschau. Nun habe ich einen vorselektierten Tag. Und natürlich, wenn ich darauf klicke, geht er auch wieder weg. Und für alle anderen geht er wieder hinzu. Meine Komponente ist jetzt dadurch super wiederverwendbar geworden. Ich kann sie in unterschiedlichsten Layout-Szenarien wiederverwenden, ich kann sie vordefinieren und ich kann vor allem auch darauf reagieren, wenn der Benutzer etwas anklickt.
Und auch in unseren Testcases sehen wir haben diesen Test nun auch bestanden. Umgekehrt haben wir auch die restliche Testbarkeit unserer Komponente deutlich verbessert. Wir können nun mit allen möglichen Vorbelegungen und Vorselektierungen experimentieren. Was passiert denn, wenn ich diese Komponente bediene? Was passiert, wenn ich sie mehrfach bediene? Was passiert, wenn ich mehrere nebeneinander liegen habe und sie bediene? All das kann ich nun wunderbar testen durch das State Hosting. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir sorgen dafür, dass die Farbe definiert werden kann. Bisher hatte ich ja einfach nur langweilige, einfarbige Hintergründe. Ich möchte das ein bisschen bunter machen. Dazu ziehe ich meine Farben raus aus dem Composable. Ich definiere sie als eigene Datenklasse. Diese Datenklasse erhält 2 Parameter. Einen für die Farbe, wenn der Tag selektiert ist, und einen anderen, wenn der Tag gerade nicht selektiert ist. Damit ich mir nicht bei jeder Verwendung meines Tags Gedanken machen muss, welche Farbe denn nun das Richtige ist, übergebe ich dem Ganzen einfach eine Default-Implementierung. Diese Farben verwende ich, wie ich vorher auch die hardcodierten Farbwerte verwendet habe, für den Hintergrund von meinem Composable. Dadurch habe ich bereits erreicht, dass ich unterschiedliche Farbwerte definieren kann. Jetzt, wo die Tags so schön bunt sind, spricht die Nachricht, die sie vermitteln, dich bestimmt noch mehr an. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen und du verpasst auch keine zukünftigen Videos. Aber ein Test ist immer noch rot. Schauen wir uns diesen Test doch mal genauer an. Der Testcase besagt, ich möchte neben dem Label in meinem Tag bitte auch ein Icon anzeigen können. Nur, wenn ich mir meinen Composable jetzt so anschaue, wie bekomme ich denn da ein Icon rein? Alles, was ich im Moment anzeigen kann, ist ein Text. Ich könnte nun hergehen und neben einem String-Parameter einen Parameter für meinen Icon-Wert eingeben, zum Beispiel einen Image-Vektor. Bis jemand auf die Idee kommt, vielleicht noch einen zweiten Text mit einfügen zu wollen. Oder wenn es darum geht, die Positionierung von dem Icon zu kontrollieren. Möchte ich es obereinander anzeigen? Möchte ich es nebeneinander anzeigen? All diese Probleme verlagere ich nur, wenn ich das durch einen zusätzlichen Parameter löse. Wir spendieren uns im Composable die große Lösung. Die Lösung, mit der wir all diese Flexibilitätsprobleme erschlagen. Zusätzlich zu den bunten, hübschen Farben wollen wir noch ein Icon anzeigen. Ja, das geht ja schon. Aber wie geht das überhaupt? Das funktioniert, weil wir in unserem Composable einen sogenannten Layout-Slot eingefügt haben. Das ist nichts anderes wie ein Platzhalter in meinem Composable, in dem ich nun beliebigen Inhalt reinlegen kann. Alles, was ich tun muss, ist, in meinem Composable einen Layout-Slot zu definieren als zusätzlichen Parameter und diesen Parameter verwende ich dann in meinem Composable. Es ist ein Funktionsaufruf. Wie einfach das Ganze zu verwenden ist, sehen wir auch in unserer Preview. Ich übergebe nun nicht einfach mehr nur ein Label, ich kann einen Text übergeben, ich kann ein Icon übergeben. Den Text kann ich eine eigene Farbe geben und dem Icon kann ich auch eine individuelle Tint geben. Mein Composable macht mir hier keine Vorschriften mehr. Es schränkt mich nicht mehr ein. Es sorgt dafür, dass es selektierbar ist. Es sorgt dafür, dass der Inhalt entsprechend hervorgehoben ist, dass auch schon ein gewisses Grundlayout und eine Struktur vorhanden ist in meinem Composable. War mein Composable vorher schon wiederverwendbar, ist es nun super wiederverwendbar geworden. Ja, der Code, den ich als Verwender nun schreiben muss, ist etwas mehr geworden. Das ist richtig. Der Aufwand dafür steht aber in keinem Verhältnis zu den neuen Möglichkeiten. Ich kann meinen Fancy Tag beliebig mit Inhalten füllen, muss mich nicht um das Verhalten kümmern. Das Aussehen kann ich auch konfigurieren. Ich habe eine mega gute, wiederverwendbare Komponente geschaffen. Auch meine Unit-Tests sind nun alle endlich grün. Und ich könnte jetzt noch viele mehr Unit-Tests hinzufügen für unterschiedliche Konfigurationen von meiner Komponente. Wir haben unsere Komponente heute massiv verbessert.
Wir haben sie wiederverwendbar gemacht durch einen zusätzlichen Modifier-Parameter. Dadurch haben wir sie auch gleichzeitig testbar gemacht. Durch das State Hosting machen wir offensichtlich, was unsere Komponente tut, und wir können sie vorkonfigurieren und auf die Click-Events auch endlich reagieren. Durch einen zusätzlichen Parameter für die Farbe können wir unsere Elemente beliebig stylen und in unterschiedlichen Kontexten anders aussehen lassen. Und durch die Einführung eines Content-Slots können wir sie nun flexibel konfigurieren mit Inhalt. Ich hoffe, ich konnte euch heute zeigen, wie man mit wenig Aufwand aus einer So-Lala-Komponente eine richtig geile, wiederverwendbare Komponente für eure App baut. Wie gestaltet ihr eure Composable? Was sind eure Best Practices? Schreibt's doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr zu Compose oder Android-Entwicklung lernen möchtet, schaut euch doch dieses Video hier als nächstes an.